Wenn ihr euch für eine Holz- oder Pelletheizung interessiert, dann ist heute dieses Video für euch sehr, sehr interessant. Denn anders als sonst werde ich heute nicht die Produkte vorstellen mit sämtlichen Lobhudeleien. Nein, wir sind heute hier in Sitzenroda bei René Weigelt und der betreibt schon seit mehreren Jahren 2 Anlagen von uns, also einen Holzvergaser und einen Pelletkessel. Und ich will doch heute mal von ihm erfahren, erzähl uns mal, wie zufrieden bist du denn? Wo sind die Probleme? Wie schätzt du das Ganze ein? Wenn es euch interessiert, seid mit dabei. Moin, moin. Moin, moin. Hi, René. Hi. Oh, hier ist es schön warm. Hier wird geheizt. Und du bist ja perfekt vorbereitet. Ey. Also hier ist ja alles ausgeleuchtet, Kameras, das ist ja so ein Zufall. René, danke schön für die Möglichkeit, dass wir heute hier das erste Video machen können in dieser Ausführung. Ich habe es anfangs gerade eben schon gesagt. Ansonsten, meistens ist es ja so, dass wir die Produkte in den Vordergrund stellen, dass wir erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde es so toll, dass wir hier bei dir die Möglichkeit kriegen, auch mal eine Anlage vorzustellen, die nicht niegelnagelneu ist, sondern Anlagen, die schon über längeren Zeitraum im Betrieb sind. Und da hast du für uns vorbereitet, was für Kessel sind's? Also einmal ein Pelletkessel, Ja, dann haben wir einen Holzvergaser dazu. genau, der kam ja später bei dir hinzu. Genau. Und eine Gasheizung als Backup. Klingt gut, klingt spannend. René, als kleines Dankeschön für deine Möglichkeit, die du uns bietest, kriegst du von uns heute hier das ultimative Atmos Basecap noch in der 85 Jahre Ausführung. Das können wir nächstes Jahr vielleicht nochmal austauschen oder ergänzen, denn dann ist Atmos schon 90 Jahre am Start. Das wird ein tolles Jubiläum. Aber jetzt hier Danke. vorab die 85 Jahre. Vielen Dank. René, ich bin gespannt. Lass uns loslegen. Zeig uns Wir deine schauen uns die Anlage. Anlage an. Genau. Oha, René, Hut ab. Ich muss ja eingestehen, ich kenne ja schon deinen Heizraum und ich Ja. weiß, was das für ein Vorzeigeobjekt ist an der Stelle. Das ist ja nicht nur, das musst du auch mal hier mit der Kamera mit festhalten, das ist ja nicht nur Heizraum, das ist ja bei dir nur auch hier eine Sportarena, die du hast. Alles so sauber, alles so funktioniert. Das funktioniert, ja. Man muss halt dranbleiben. Ja. Das ist logischerweise. Wir haben ein bisschen Staubentwicklung. Das ist wichtig. Das ist ja auch gerade, wenn du dann hier Pellets nachfüllst. Aber Genau. bevor wir da ins Detail gehen, wollen wir doch erstmal deine Anlage insgesamt vorstellen. Also begonnen hat es bei dir mit einem Pelletkessel Genau, mit dem P31. P31. Den gibt es leider nicht mehr. Ja. Wann kam der rein bei dir? 2014. 2014. Ja. Also mittlerweile Jahre. 10 Jahre. Ja. 10 Jahre, die er schon bei dir da ist. Im Einsatz Okay. ist, ja. Im Einsatz in Verbindung mit dem A45, mit dem Großen. großen Pelletbrenner, den wir Genau. haben. Und dann hast du hier drüben das Pelletlager mit 1000 Liter. mit 1000 Liter. Ja, das können wir ja nachher auch nochmal so als. Und das wird bei dir mit Sackware. Genau. Ich fahre mit dem Gabelstapler ran und kippe dann die Säcke rein. Hattest du so eine Überlegung, das ist ja auch immer wieder, was mache ich? Mache ich das Ganze mit Sackware oder mache ich mit Einblasware? War sowas bei dir anfangs eine Überlegung wert? Eigentlich nicht. Also ich bin am Anfang definitiv von Sackware ausgegangen, weil wir ja den Stapler hatten, den Platz da draußen hatten. Ne? Und wenn wir jetzt hier, wie soll ich sagen, wir hätten jetzt hier ein riesen Silo reinbauen müssen zum Einblasen. Das ist von der örtlichen Gegebenheit her ungünstig. Wäre so ungünstig, ne? Ist so. So, und dann nebendran, rot der Pelletkessel, blau der Holzvergaser und das ist der DC 22. 22 GSE. Das ist ja ein relativ kleiner Holzvergaser für kurze Holzscheide. Okay. Ja, 33er Länge, ja. Ja, aber hast dich so drauf eingestellt? Ja, ist okay. Man bestellt es halt so. Ne? Ich fahre ja jetzt selten selber in den Wald und mache Holz. Okay. Also wir bestellen es fertig. Ihr bestellt's fertig. Ja. Das ist ja auch, finde ich, interessant, dass du das so sagst, weil wenn ich auf Messen bin, dann kommen immer wieder welche, die dann sagen, ach, Holz kommt für mich nicht in Frage, weil du musst ja selber Wald haben. Hast du selber Wald? Nee, hast du nicht. Ein bisschen, aber den schlachte ich nicht aus. Ja. Okay. Und das rechnet sich für dich. Also jetzt, Ja. wir sind hier in Sachsen, das bei uns ist die Dahlemer Heide, die wir ringsherum haben. Du holst das vom Privat oder vom Staatsforst, das Holz? Also wenn ich selber welches mache, gehe ich zum Staatsforst. Da kann man sich ja entweder einen Polter kaufen oder so eben das BG-Schein.
Und ansonsten von unseren Bauern. Die sind ja nicht nur Lebensmittelversorger, sondern eben auch mittlerweile Ja, Energieversorger. selbstverständlich. Und du bist so insgesamt mit dem Holz, ja, die Fläche, die du beheizt, dass wir darüber mal so schlussfolgern können, wie viel Holz wirst du verbrauchen, das ist dein Objekt. Das Haus ist ja sehr groß. Ihr seid auf 3 Etagen oder 4 Etagen. Ist ja, Ja. schon. Wie viel Quadratmeter hast du insgesamt Wohnfläche? 400, wenn man mal alles so zusammenrechnet. 400. Also normalerweise würde ich sagen, Leute, macht das nicht wie René. In 22 kW, Nein. also auf 400 Quadratmeter, ist totaler Wahnsinn. Es funktioniert, Funktioniert. Ja. aber du darfst nicht vergessen nachzulegen. Man muss auch sehen, wie die Geschichte von der Anlage ist. Es stand ja zuerst nur der Pelletkessel und die Gasheizung als Backup. Komm mal ein bisschen näher, dass wir dich schön in der Kamera Genau. mit haben. Ja, ja, nicht, dass wir hier nur eine schöne Stimme haben und sonst nichts. Und zuerst war ja wirklich nur der Pelletkessel und der Holzvergaser wurde ja nachgerüstet. Ja. Und das Problem, ich hätte gerne einen größeren genommen, aber wir hätten nochmal neuen Pufferspeicher kaufen müssen und so weiter. Alles, die ganze Anlage umbauen müssen. Und so konnten wir es eben mit dem Ja, richtig. dazwischen klemmen. Ne? Vollkommen richtig. Also es geht natürlich nicht, dass man jetzt sagt, ich will mehr Komfort und deshalb nehme ich einen großen Holzvergaser. Das kannst du nur machen, wenn du entsprechend Platz für die Pufferspeicher hast. Und das waren bei dir eben die Zwangspunkte, wo du sagst, wie viel Liter sind es? 1100. 1100. Und mit dem ist es für einen Pellet natürlich absolut dicke optimal, ausreichend. Und für einen Holzvergaser, das funktioniert, weil du aber auch diese große Abnahme hast an der Stelle. Und der Holzverbrauch, um da jetzt nochmal hier schnell zurückzukommen, ich gebe immer als Richtung aus, wenn man jetzt sagt, wir heizen nur mit Holz, dann sind das die Quadratmeter Wohnfläche, diese Zahl durch 10, 11 geteilt, das sind so die Raummeter, die du das Jahr über für Heizung und Warmwasser brauchst. Ist natürlich, wenn du jetzt 400, beheizt ja alles? Nein. Nein, okay. Also Wie wir es benutzen. Ne? wo liegt ihr da mit dem Holzverbrauch? Kannst du das? 30, 35 bis 40 Schüttraum. Ich sag mal Schüttraummeter. okay, Wenn ich jetzt 0,7. Raummeter sagen Ja, würde, wäre es ist- verkehrt. Ne? Und ja, plus eine Tonne Pellet. Eine Tonne Pellet. In Kombination, weil er springt ja jetzt ein, wenn der aus ist. Ne? Super Sache. Naja, dann bist du anscheinend auch ein bisschen hier, ein Spielig, hätte ich fast gesagt. Nee, sehr, sehr interessant, was du hier nachgerüstet hast. Küchenbauer, was Ja. war nötig? Das war, wenn ich jetzt zu zeitig anlege, Ja. dass ich das wegbekomme. Ne? Wie gesagt, es ist ja ein kleiner Kessel und manchmal muss man eben Ja. auch von der Zeit her, ich muss jetzt auf Arbeit, ich muss jetzt los, ne? Ich will noch dahin. Arbeit. Er hat gerade Arbeit gesagt. Arbeit ist ein super Stichwort, denn René macht was ganz Besonderes. René hat im Business zu seiner Kundschaft zählt unter anderem Nena. Also der Verlag, ja. Ja, der Verlag von Nena. Also es ist schon Nena. Ja. Und passt mal auf, wir haben sein Unternehmen, das haben wir ebenfalls mal mit aufgenommen, weil ich das so klasse finde, dass dein Unternehmen hat ja hier drin in dem Raum ursprünglich Genau, mal genau. begonnen und dann ist es gewachsen, immer größer geworden in dem Online-Bereich und da schauen wir uns jetzt mal ganz schnell an, was René sonst in seiner Freizeit macht, wenn er nicht hier am Putzen ist. Okay, jetzt sind wir hier in der Buttonschmiede in Schildau. Ja. René, und wir stehen vor deinen heiligen Hallen. Ja. Früher war ja das Objekt, war das mal der Konsum, war Ja. ein riesengroßes Objekt, also nun schon relativ groß, wo du gesagt hast, Für dass uns die, top, ja. ja, top, sollte so sein. Und wer von euch nicht nach Schildau kommt, also zu den Schildbürgern nach Schildau, sind ja auch ein bisschen bekannt, der findet auch immer deine Seite, das können wir jetzt schon mal sagen, das müssen wir auch wiederholen, unter www. Buttonschmiede.com. Oh, total einfach. Ja. Kommt rein. Also du brauchst jetzt irgendwie eine kleine Grafik. Ja. Ein Logo, was wir mit reinnehmen. Machen Sie Ihren Kessel fit für den Winter. Ja? Kann ich dir nur empfehlen. Das kann man sich Schau ich mir nachher gleich mal an. mal anschauen. So. Okay, das schickst du jetzt darüber. Das ist schon drüben. Das ist schon drüben, ich wäre verrückt. Der Atmos-Report. Genau. Also wenn du jetzt uns zuschaust, Popstar bist und brauchst für die Fans natürlich Button, dann ist muss- René die richtige Adresse. Müssen Sie zu uns kommen. Ja, unbedingt. Ja. Sind wir das hier drüben? Ja. Nun schon fertig. Oh, Atmos Report, hier stehen wir. Zack.
Die Kollegin im Hintergrund, die freut sich. Es gibt gleich Arbeit, es gibt zu tun. Aufs Einschweißen. Ja, Den wären wir ganz klassisch, weil es ein Kleinauftrag ist. in Kleinauftrag. Nein, noch ist es ein Kleinauftrag, aber nicht mehr lange. Ja, Okay, nochmal ganz schnell. Also du ziehst das runter, fixierst. ja, das ist jetzt rein weg vom Gefühl. Jetzt, ne? Ja. Deswegen lassen wir diese Umrandung. Ja, okay, zur Orientierung. Jetzt wird es ein bisschen Schatten. Super. Ja, das geht geht's relativ fix. Gerade wenn man so Kleinserien hat, Nicht? ist das. Klein, sag nicht Kleinserien, das wird eine Großserie. So, jetzt gehen wir an eine kleine Maschine. Ganz klassisch, dein Untertritt kriegst jetzt Flaschenöffner, haben wir beschlossen. Finde ich gut. Findest du gut, ne? Ja, findet Atmos auch immer gut. Die Ja. Tschechei ist ja hier Biertrinkernation Nummer 1. Dann halt das Papier, also Deckel, Papier. Ja, okay. Ja. Boah. Du drückst gar nichts, das kriegt er Das macht durch er die alleine. Drehung. Durch die Drehung, genau. Hey Leute, schaut mal her hier. Atmos Report Nummer 1. Aber das ist nur kein ist das ein Flaschen? Das ist ein Flaschenöffner. Flaschenöffner. Da kannst du noch einen Schlüsselring ranmachen oder einen Karabiner um den ja, mit so einem Lanyard oder. Also, Gibt's noch mit Magnet, mit gibt- mit großem Schlüsselring. Mit Schlüsselkette hätten wir auch noch. Ne? der saß zu dem Millionenpublikum. Also Genau. nein, also der Möglichkeit sind da keine Grenzen gesetzt und es wäre wirklich schön. Also ich finde das gerade jetzt hier, du gibst ja jetzt nur auch so viel Input für die Leute an der Stelle. Also wenn ihr eine tolle Party habt, ist ja gerade, wenn du auch Freunde überraschen willst, hier mit so einem, die Auflagengröße ist egal. Das geht von einem bis unendlich. Open End, ja. Bis Open End. Dann ist René ab sofort eure Adresse. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Hast du noch einen? Ja, ich nehme noch einen mit. Komm, du kriegst noch einen. Und dann machen wir uns wieder rüber zurück zur Heizanlage. Ist schon interessant, was René macht. Und wenn ihr jetzt auch mal einen Junggesellenabschied, eine Feierlichkeit oder sonst was macht und wollt eure Freunde damit überraschen, dann bestellt doch bitte bei René die Button und mit dem Gutschein, den wir gerade, mit dem Gutscheincode, wenn ihr den eingebt, dann kriegt ihr noch einen extra Rabatt. Dankeschön für die Community, Immer im gerne. Namen der Community. Aber Mann, das ist hier, wenn geheizt wird beim Holzheizer, ich finde das immer schön, du kommst hin und kannst erstmal die Jacke. Kuschelig. Es ist kuschelig. Das ist anders als jemand, der eine Gasheizung oder Ölheizung hat. Wirklich, sage ich aus Erfahrung, ohne jetzt Namen zu nennen. Da kommst du und sagst, in der kühlen Zeit, ich nehme eine Strickjacke mit. Das braucht man bei euch definitiv genauso wie bei uns überhaupt nicht. Wir haben ja oben auch noch ein Büro. Und es ist ja so, wenn du im Büro arbeitest, weißt du ja selber, mit 16 bis 18 Grad kann man nicht arbeiten. Das ist nichts Vernünftiges. Ne? Das ist unangenehm und du Das brauchst ist, schon. wobei die Bundesregierung, die hatte das ja hier, Ja. was wollten die, nicht 16, aber 19 Grad. Ja. Hat es bei uns auch nicht gegeben, bin ich ehrlich. Wir haben da Holz geheizt und alle sollten warm werden, keiner ist krank geworden, alle sind gut durchgekommen. Also wir fahren so ungefähr 22 Grad im Wohnraum. René, also das Ding kam, wenn du sagst, es muss schnell gehen. Das ist aber nicht beim Anheizen, sondern nur beim Nachlegen. Beim Nachlegen. Wenn ich zu zeitig nachlege, ist natürlich, ja, es ist Holzgas drin, das geht nicht alles weg. Ne? Gerade wenn du jetzt die Anheizklappe aufmachst und Wir lassen es mal noch aus, mal sehen, wie es funktioniert. Also immer erst Anheizklappe ziehen, dann lüften wir an und dann schauen wir rein. Okay, er ist noch recht voll, wie wir es jetzt haben. Also das wäre nicht der Moment zum Nachlegen. Genau. Da sage ich ja immer wieder, wenn der voll bestückt ist, dann bleiben die nächsten 2 Stunden bleiben die Türen zu. Und dann ist das Gebläse mit gerade mal nur 50 Watt Stromverbrauch, dann ist der stark genug, das Ganze wegzuziehen. Das muss man wissen. Und wer damit korrekt umgeht, der hat dann so einen Raum, wie es bei dir ist, was nur ein sauberer, akkurater Raum. aber das ist halt ein Lerneffekt. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Das muss sich einspielen. Auch die von einer alten Technik umgestiegen sind, vom oberen Abbrand, haben auf einmal einen Vergaser. Es ist schon in der Handhabung, es ist was Neues, was anderes, wo man sich anpassen muss. René, was haben wir denn hier drüben stehen? Die Ein Blackbox. Solarspeicher, ja. Ein Solarspeicher. Warte mal, du gehst vielleicht noch mal ein Stückchen, dass wir dich hier schön mit der Kamera weiter drauf haben. Ein Solarspeicher, weil du oben auf dem Dach, ich habe gesehen, du hast ein Windrad, was bei dir läuft.
Das ist jetzt nicht so effektiv. Also dieses Jahr hat es sich gelohnt. Ja. Ne? Da hat es ordentlich Strom erzeugt, aber ansonsten ist es eher Spielerei, das Windrad. Aber eben die Photovoltaik, die bringt halt ordentlich. Und damit speist du hier die Batterie ein. Und die Batterie ist jetzt nur für deine Heizanlage oder fürs ganze Haus? Ist nicht fürs ganze Haus, das ist für den kompletten Nebentrakt hier. Also der läuft komplett autark über dieses Batteriesystem. Aber du hast definitiv erstmal die Sicherheit im Winter, wenn jetzt ein Stromausfall ist, ringsrum, Genau, alles ist duster, genau. bei dir Die läuft Heizanlage läuft weiter. die Heizung läuft weiter, dass du die Wärme produzieren kannst und es läuft bei dir auch hinten raus die Entnahme weiter, dass alle Räume warm Genau. sind. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sehr schön. Es ist auch auf Sicherheit ausgelegt. Das heißt, der arbeitet ja oder nimmt die Spannung komplett von der Batterie und wandelt die halt in 230 Volt um. Und sobald die Batterie eine Grenze von 60% erreicht hat, speist er die mit Strom nach, falls wie heute, wir haben ja heute sagen wir, schlechte Bedingungen für Photovoltaik, Ist so. dass immer eine Reserve von 60% da ist. Jawohl. Dein Pufferspeicher, da verraten es mir schon oben die zwei Rohre. Das ist halt ein Heizungspufferspeicher, der jetzt oben integriert die Warmwasserbereitung hat. Genau. Richtig? Da, und weil wir oben weggehen, da ist das mit Kupferwärmetauscher. Ja. Ja, leistungsstark. Also hier kannst du auch richtig schön den Puffer in der Temperatur runtergehen lassen. Und dann ist das natürlich deine Solarleitung, mit der du jetzt noch mit Genau. einbringst. Also du bist ja ringsrum, also mehr geht eigentlich nicht. Du hast Pellet, du hast Holz, du hast Solarthermie, Genau. du hast Photovoltaik. Du hast eine Frau, die dich dabei unterstützt bei Weizen. Richtig. Macht die das? Manchmal, ja. Manchmal, also ja. die Mädels füllen Pellets auf. Ja. Ah, okay, dürfen Ja. auch mit ran. Ja, Ja. sind sie vielleicht eingeschnappt, wenn sie gar nicht an so eine schöne Heizung Nee, das mit machen die rankommen. sogar gerne. Oder Holz mit einstapeln, so, da sind die immer mit voll dabei. Das könnt ihr uns auch mal in die Kommentare mit reinschreiben. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr immer nur der Holzheizer oder gibt es auch die Holzheizerin? Das würde mich interessieren. Also meine Frau, die könnte da auch mit drunter schreiben, ja, kein Problem. Ja, macht sie. Macht Anke auch? Ja, das finde ich gut. ob jetzt anlegen, genauso das Nachlegen, ja, also wir haben es immer warm und Schick. das funktioniert, das muss so sein. René, sehr schön, so haben wir deine Anlage gesehen. Wenn es dazu vielleicht auch Fragen gibt zu René, seinem Beantworte ich Aufbau gern, an der ja. Stelle, dann geben wir gern im Nachgang weiter Auskunft. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was uns sehr interessiert. Wie sind denn die Erfahrungen, die du über die Jahre gesammelt hast? Wo sind die Knackpunkte? Und da komme ich gerne auf dein Angebot vom Kaffee zurück. Trink mal einen Kaffee. Na los. Ach René, so hält man es aus. Mit einem Käffchen, schön warm der Raum, Ja. tipptopp. Aber ja, das denke ich mal, sind jetzt schon wichtige Fragen, wer sich so mit dem Gedanken trägt, eine Holzpelletheizung sich zuzulegen. Wie zuverlässig? Das würde mich erstmal interessieren. Also den Pelletkessel hast du 10 Jahre im Einsatz, den Holzvergaser, das sind jetzt 4 oder? Der hat jetzt die zweite Messung. Nein, erste Messung, ne? Erstmessung. Ja. Im 3. Jahr wird er da. Ja, genau. Oder? Nee, im 4. wird er jetzt das zweite Mal messen. Also der ist jetzt der ist 23. Der kommt im 3. Winter rein. Genau, würde ich meinen. genau. 3. Winter, 3. Heizsaison, die du hast. So, und jetzt in die Kamera. Wie viel, kannst ehrlich sein, also jetzt nicht wegen mir da irgendwie mit irgendwas zurück. Ehrlichkeit ist angebracht. Was für Ausfälle hattest du? Wie sind deine Erfahrungen? Also beim Pelletkessel einmal der Zuführschlauch für die Pellets, also dieser Abbrandschlauch, diese Abbrandsicherung, da war die Brennerschale, die war verschmutzt. Und dadurch hat es halt einen kleinen Rückbrand gegeben und dann löst das Thermostat dort aus und halt der Schlauch ist kaputt. Ne? Genau, also das ist keine Fehlfunktion, das ist eine Sicherheitskette an der Stelle. Also Genau. es gibt unterschiedlich, wie das Ganze gelöst wird. Atmos, die haben dieses skandinavische Prinzip. Wir haben oben die Förderschnecke, die transportiert die Pellets hoch, dann rieseln die durch diesen Schmelzschlauch runter zum Brenner. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen zum Rückbrand kommt, dann geht der Schlauch in zwei. Andere Hersteller, die nutzen da die Zellradschleuse. Das nur die eine Kammer, die bringt das ran, die andere übernimmt es. Aber wenn da irgendwelche Rückstände, irgendetwas, was nicht drin sein soll, drin ist, hast du ein Problem. Dann löschen die zwar mit einer thermischen Ablaufsicherung, aber Wasser und Pellets, das eine schlechte Idee, das ist eine schlechte Kombo hier, die funktioniert nicht wirklich. Okay, also das Ding war dahin. Du hast dann den selber ersetzt, den Ja, Schlauch? na klar, das sind ja bloß 2 Schrauben. 2 Schrauben, also ist relativ überschaubar, den auf Länge bringen. Wichtig dann auch immer noch mal die Flussrichtung hier, dass man den Pfeil so berücksichtigt. Ich überlege gerade, was war noch?
Na, einmal jetzt, dieses Jahr hat man das Problem mit der Pumpengruppe, weil die eben lange nicht in Betrieb war. Das hat auch mit dem Pelletkessel jetzt nichts zu tun, das ist Heizkreislauf. Und ansonsten, Da war bei der Pumpengruppe, da war dann in Mittenmischer was gewesen. ja, der hat gehangen, der hat einfach nur gehangen. Dann haben wir halt, wir haben den Motor runtergebaut, haben das wieder bewegt und seitdem Links, geht's rechts wieder, und, ja. und wieder drauf. Ja, okay. Aber das sind ja wirklich Komponenten, das hat nichts mit dem Heizkessel als solchen zu tun. Richtig. Das ist doch erstmal eine richtig schöne Sache. 10 Jahre Pelletkessel und zuverlässig, wie er dir Wärme gebracht hat. Stromausfall, wie oft hast du den dabei gehabt, dass das hätte greifen müssen mit deiner PV, mit deinem Backup? Bis jetzt so noch gar nicht. Okay. Nein. Naja, es ist schon, aber in abgelegenen Regionen ist es wichtig. Und ich habe mich gefreut, vor kurzem waren wir bei der Nordbaumesse in Neumünster, Schleswig-Holstein, ganz weit oben im Norden. Und da kamen wirklich Leute aus Norwegen runter. An der Stelle, wenn ihr das Video seht, viele Grüße. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr den Weg von Norwegen nach Neumünster, weil die gesehen haben, Atmos ist vertreten. Das haben die zum Anlass genommen, da runterzukommen. Und die haben ein P25 im Einsatz. Und das fand ich ganz interessant. Die haben gesagt, wir haben uns das genau angeschaut, was es für Systeme gibt. Pelletheizung stand bei denen ganz klar im Vordergrund, soll das werden. Und die haben sich ganz gezielt für Atmos entschieden. Und die sagen, für uns ist es ja oben in Norwegen, wir haben es noch ein bisschen länger, kühl, unter 20 Grad, über längere Zeiträume. Da brauchst du eine funktionierende Heizung. Das ist so. René, Ja, man muss ja auch immer sehen, wann fällt eine Heizung aus. Die fällt nicht im Sommer aus, ne? Die fällt im Winter aus, wenn es kalt ist. Das ist halt so. das ist dann ärgerlich, wenn Ja. also du brauchst ein funktionierendes System. Natürlich gibt es Hersteller, die machen da noch mehr mit Umlenkung, noch mehr mit Reinigungsprozessen, ganz egal, also Eta, Frühling, Windhager, wie sie alle heißen hier an der Stelle. Da ist ja Atmos nun schon, dass wir sagen, nein, den Weg, den gehen wir nicht mit unseren Produkten. Hier ist es so, willst du Biomasse heizen, muss dir klar sein, es bleiben Rückstände zurück und du musst nun selber ran und musst die Reinigung machen. Wie sind da deine Reinigungszyklen im Winter? Machst du beide Kessel zugleich oder machst du nur den einen? Wie gestaltet sich das bei dir? Also hauptsächlich eigentlich den Holzvergaser, den Pelletkessel ist ja jetzt nicht so viel Aufwand. Ne? Mal die Brennerschale reinigen und unten mal die Asche rausnehmen. Ja, auch mal die Schale komplett rausnehmen, aussaugen. Ja. Dann eben, ihr baut, glaube ich, den Brenner aus, um den richtig zu warten. Ich nehme bloß einen Schlauch ab und gehe mit der Drahtbürste von oben durch. Ich habe es halt ein bisschen bequemer. Ja, Ne? du hast aber Ja. auch den A45, der ist ein bisschen Der größer ist ein bisschen mit der größer, Öffnung. genau. Ansonsten sollte schon einmal im Jahr wirklich eine richtige Wartung vollzogen werden, wo man den Brenner rausnimmt, Stutzen runter und dann diesen Rutschschacht. Das ist Genau. der wichtige, wo es zu Wo es dem dann hängen Rückstau, kann, genau. wo es zu dem Wegschmelzen vom Schlauch kommen kann. Okay, also wenn wir es jetzt zeitlich zusammenfassen, da bist du mit dem, wie lange dabei, wenn du jetzt hier so im Vorbeigehen deinen Pelletkessel reinigst? Wie lange brauche ich denn für eine halbe Stunde? Was machst denn du eine halbe Stunde lang? Nur saugen. Ich mache das ordentlich. Also eine halbe Stunde hätte ich jetzt nicht gedacht. Also geht bei mir Ja, wesentlich. rundherum auch das Putzen, ne? Ja. Weil wir den Raum noch anderweitig nutzen. Ja. Das muss man ja Okay, auch sehen. was ne? da noch mit dabei ist. Ansonsten ist es ja wirklich dieses Durchputzen von der großen Brennkammer, die wir drin haben und die das Asche ist ja unten nicht rausnehmen. Also letztendlich, wenn du... Du hast ja nur einen weißen Belag drin, also die Staubrückstände und mehr ist ja nicht. Ne? Und mit einem Holzvergaser, wie viel Zeit investierst du da für die Reinigung? Das mache ich eigentlich immer nebenbei. Also dass ich den jetzt so intensiv reinige, kommt eigentlich gar nicht vor. Sondern ich nehme die Asche raus, wie sie anfällt halt, mache halt die Düsen an der Seite ein bisschen frei, dass er einen ordentlichen Zug hat. Und dann ist okay. Du weißt, dann entfernen wir diesen Schutz. Es ist nur wichtig, du musst hinten in dem Rückwandbereich, auch bei euch zu Hause, wenn ihr einen Holzvergaser habt, immer die Rückwand, was da oberhalb der Düse liegt, zur Rückwand hin, diese Asche, die muss weggenommen werden, weil ansonsten baut sich das hoch und dahinter fangen chemische Prozesse an. Wenn ich das so liegen lasse, tue ich dem Kessel keinen Gefallen. Das ist schlecht für den Stahl. Aber das ziehen wir nur vor, lassen die Asche auf der Düse drauf liegen und dann ist perfekt. Ja, im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen. Ja, da kommt wirklich. Ich hab mir am Anfang wirklich gedacht, ich habe mit dem Holzvergaser mehr Arbeit, gerade im Reinigungsbereich. Nein, das ist eigentlich gar nicht so. Ne? Das hält sich voll und ganz in Grenzen. Und ich muss an der Stelle auch noch mal eins sagen, wenn wir so beim Messen sind, da kommen mitunter Leute, die dann sagen, ja, wo hat denn der Atmos hinten dran seine automatische Reinigung? Wie so ein WOS heißt, glaube ich, bei Frühling, Wirkungsgrad, Optimierungssystem, wo man da so rüttelt und macht hinten den Wärmetauscher frei. Sage ich, nein, das
haben wir nicht. Denn letztendlich ist es so, bei dir im Vorbeigehen, bei mir, ich bin auch jemand, der viel Holz heizt. Ich mache es vielleicht im Winter aller 14 Tage, vielleicht aller 3 Wochen, gehe ich hinten ran, nehme den Deckel runter, ziehe die Turbulatoren raus, die jetzt nochmal die Abgase bremsen und dann gehe ich mit der Metallbürste ran und bürste zack, 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 diese bei mir beim 50 GSE 8 Röhren durch. Und das, was runterrieselt, da habe ich dann gleich einen Staubsauger, fahre ich einmal durch, ziehe das von unten gleich nach oben hoch, sodass ich unten die Reinigung einmal im Jahr mache. Und ich sage, Leute, also dieses Reinigen von dem Wärmetauscher, das ist im Winter, jetzt sind das 5 Minuten, die ich alle 14 Tage, 3 Wochen investiere. Und wer mir da sagt, diese 5 Minuten, um Gottes Willen, das ist zu viel Zeit, da sage ich, Leute, dann denkt noch mal über eine Holzheizung drüber nach. Ob ihr der Richtige für eine Holzheizung seid. Denn beim Holzheizen, da gehört so viel Zeit und Vorbereitung dazu, mit der ganzen Holzaufbereitung, Lagern, hin und her, mit der Schubkarre ran, das sauber machen, etc., dass die 5 Minuten, wenn man ehrlich ist, doch überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Wir haben hier ein System, was zuverlässig funktioniert. Wie du selber jetzt mitkriegst, über 10 Jahre hast du das Ganze stabil im Einsatz. Da kommt es drauf an. Und das finde ich schon, diesen Kompromiss, den da Atmos eingeht, von wir muten euch die Reinigung zu, auf der anderen Seite bieten wir ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Das finde ich schon ein sehr, sehr ausgewogenes Verhältnis. Ich finde auch, es ist ein gutes System zur Kontrolle der Anlage. Also du prüfst die Anlage in dem Moment. Wenn du reinigst, hast du recht. Finde ich gut. Hast du recht. René, Schornsteinfeger, der kommt ja nun das eine Jahr bei dir sicherlich pelletmäßig. Macht er beides zugleich in einem Jahr oder kommt er abwechselnd? Nein, wir haben das extra so getaktet, dass, Okay. dass er nicht... Ein Jahr Pellet, das nächste Genau. Jahr Holz. Wie oft bist du durchgeflogen mit deiner Anlage? Noch nie. Noch nie. Obwohl wir keine Lambda-Sonne dran haben? Nein. Das ist ein Ding. Wie kann das sein? Also da gibt es ja nur so viele Stimmen im Netz, die da sagen, ohne Lambda-Sonne, das geht nicht, die bringen total schlechte Werte. Du bist noch nie durchgefallen, weil der ein Auge zudrückt oder weil der... Also ich habe sogar festgestellt, wenn ich den Pelletkessel jetzt oder den Holzvergaserkessel gar nicht so sehr sauber mache, sind Ja. die Werte sogar noch besser, als wenn ich die perfekt reinige und er dann erstmal wieder alles in Betrieb nimmt. So ist es. Ne? Und deshalb, wir geben ja auch so eine Anleitung mit raus, Kessel vorbereiten für die Abgasmessung. Und da sagen wir auch, nicht einen Tag zuvor den Kessel reinigen. Damit tust du dir überhaupt keinen Gefallen. Das deckt sich mit deiner Aussage, weil machst du den jetzt blitzeblank, dann hast du ganz metallisch blanke, glatte Oberflächen. Und schöner ist es, du hast diese Ablagerungen, die halten dir dann Rückstände mit zurück. An der Stelle, was für ein Staub absolut zum Vorteil ist, dass du weniger Staub bei der Messung hast. Okay, das ist schon schön, weil dieses ohne Lambda-Sonne, also wenn mitunter die Frage kommt, wo habt ihr die? Ich sage nur, haben wir nicht dran. Was? Ja, wir können ohne Lambda, können wir halt nicht modulieren. Wir können den Kessel nicht in der Leistung hoch und runter fahren. Das ist, beim Atmos-Kessel ist es immer wichtig, dass wir entsprechend großen Pufferspeicher hinten dran haben. Wollte ich gerade sagen, du hast ja dafür den Pufferspeicher, wo es reingeht. Genau. René, okay, also Reinigung haben wir, Schornsteinfeger haben wir, Ausfälle haben wir, Invest an der Stelle. Du hast dich damals für Atmos entschieden, weil das Ganze, du kanntest uns. Ja, wir kannten uns. Ja, Ja, und ich fand die Anlage, ich habe die bei dir gesehen, bei dir zu Hause. Und ich fand den Pelletkessel, den fand ich tot schick und den wollte ich halt haben. Ne? Nein, es war ja so, wir hatten ja vorher nur Gas und die Kosten waren ja relativ hoch. Wir hatten einen Verbrauch von ungefähr, wie waren das, 5000 Kubikmeter im Jahr. 5000 Kubikmeter. Und das im Vergleich, ja, das waren dann fast 4.000, 3.800, 4.000 Euro. Also ich rede jetzt von 2010. Ja, 2010, okay, schon ein bisschen 2014 Geschichte. so. Und mit den Pellets, die lagen damals bei 170 Euro die Tonne. Das war natürlich ein Sprung, wo man sagt, da konnte man richtig Geld sparen. Ja, Das war der Grund, warum die eingebaut wurden. René, es ist jetzt aber aktuell, ich habe mir das auch nochmal besehen, der Unterschied, der preisliche Unterschied, rechnet sich das mit Pellet gegenüber Öl oder Gas. Wir sparen über 40% gegenüber Gas und also 42% Gas und 40% gegenüber Öl ein, mit den aktuellen Pelletpreisen, wie wir sie haben. Also von daher
Ich sage ganz klar, es ist das preiswerteste automatische Heizen, was du haben kannst, ist mit Pellet. Ja. Also, kommst du auch nicht mit einer Wärmepumpe hin. Und ich will mal sagen, mit einer Wärmepumpe hättest du bei deinem Objekt sowieso eher schlechte Karten. Ja. Was würdest du jetzt als Resümee nach den 10 Jahren mit deiner Erfahrung, was würdest du zum jetzigen Zeitpunkt anders machen? Wenn du sagst, okay, alles nochmal raus, ich mache hier gänzlich neu gemischt. Ich würde wahrscheinlich komplett erstmal, ich hätte keine Pellets, sondern einen Holzvergaser eingebaut. Ja, okay. Der Pelletkessel kam mir rein, weil ich ja Gasheizer war, ne, diese Bequemlichkeit. Na, Ne. Ich wollte bequemer. die automatische Anlage haben. Und letzten Endes habe ich auch festgestellt, mit Holz so viel mehr Arbeit hast du nicht, wenn du es dir anliefern lässt. Ne. Und wenn du eine Frau hast, die dich dabei unterstützt, genau. dann ist das perfekt. Und ja, aber obwohl ich die Kombination anders mache, ja, das ist immer so im Nachgang. Ja. Du würdest aber, wenn Größer bauen. größer, den Holzvergaser größer. Und das ist Fakt wahr. Also jeden, den wir sprechen, den wir fragen, die sagen, du kannst nicht einen Fehler machen, den Kessel zu groß. Das gibt es nicht. Wa? Das größer auslegen ist einfach, du hast ein größeres Füllvolumen, es passt mehr Holz Puffer, mit einmal rein. Und es ist natürlich auch, guck mal, die Lebensdauer, wenn das jemand wissen will, wie alt wird mein Kessel, da sage ich, naja, guck mal, die Frage, die kannst du ja auch nicht stellen mit einem Auto. Wie viele Jahre wird ein Auto alt? Wir müssen fragen, du, wie viele Kilometer hält das Auto? Und bei dir ist natürlich der 22 GSE ist schon ein Vielfahrer. Ja. Der fährt im Jahr 60.000 Kilometer und mit einem größeren hättest du nur 30.000 Kilometer. Also der Verschleiß von Keramik, von Beanspruchung, Stahl, ist ebenfalls begünstigt, wenn ich den Kessel größer mache. Weil der brennt einmal, brennt runter, geht aus, wo du hier einen Dauerbrenner hast. Und man hat es natürlich wieder bequemer, weil man nicht so oft dran muss. Ne? Ja, aber jetzt ist er ja erst eine Weile drin. Die Entscheidung, die musst du jetzt noch eine ganze Weile aushalten. Das verspreche Da kann ich leben mit. Nein, bin ich zufrieden. Wir haben jetzt in der Übergangszeit, ich mache einmal Feuer, ne, dann abends vielleicht nochmal und dann springt ja der Pelletkessel automatisch rein. Das schaltet ja allein um. Ja. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ich hoffe doch, dass der eine oder andere sich das gesamte Video angeschaut hat. Und wenn es von eurer Seite da Fragen gibt, dann selbstverständlich schreibt das mit runter. Dann werden wir uns auch im Nachgang definitiv zu äußern. Kann ich machen, das mache ich gern. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wie komme ich zu diesem supergeilen Button, dann geht ihr auf die Seite www.buttonschmiede.com. Buttonschmiede.com und ja, Gutscheincode, das können wir ja noch mal mit einbinden. Sehr schön, dass du diese Möglichkeit bietest. Und wenn euch dieses Format gefallen hat, wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir zu den Anlagenbetreibern gehen, dann gebt mir doch ebenfalls dazu ein Feedback und vielleicht sagt ihr, ach Mensch, kommt doch das nächste Mal bei mir vorbei, denn das wollen wir ausbauen, wir wollen quer durch Deutschland fahren. Wichtig ist uns aber, wir wollen nicht neue Anlagen, sondern Anlagen vorführen, die schon länger in Betrieb sind. Wenn es bei euch passt, wenn ihr dazu Lust und Laune habt, dann sprecht uns an. An der Stelle jetzt von uns einen schönen Tag. Ciao. Tschüssi und bye bye. Ach, hier seid ihr. Wollten wir dich weiterdrehen? Wir bereiten uns vor, genau. Für die Holz, ja, wir müssen mal kräftig aussehen. Holzheizer sind immer total kräftig. Okay.